Ha, da sind wir. Was ein Auftritt. Herzlich willkommen, Leute. Neue Folge, zweite Folge zu der Horsch Avatar. Bevor wir nochmal zu der Maschine ein bisschen kommen. Ich bin hier heute, ich wollte gestern eigentlich zu einem anderen Betrieb fahren. Dort Zwischenfrucht drillen, wo Stroh zurückgeblieben ist. Aber da, wo Stroh gehäckselt werden sollte, sind die Flächen mit der Gerste noch nicht ab. Das ist so ein bisschen später vom Reifezeitpunkt und deswegen sind wir jetzt hier. Jetzt ist das, ich habe hier eine Fläche 6 Hektar, die muss ich leider Gottes dieses Jahr abgeben. Die waren mit ausgeschrieben zum Grünland, habe ich auch nicht mehr bekommen, die gehen jetzt weg. Ich habe hier aber zum Probetesten 2 Bahnen Gerste gedroschen und gehäckselt und dann machen wir es einfach hier. Ich habe zwar nichts mehr dann von der Zwischenfrucht, aber es ist wie es ist. Ich will euch das ja gerne zeigen und der nächste Betrieb kommt hier ab 1.10. rauf. Ja, und ich denke, der wird da Getreide machen, was weiß der Geier, der wird sicherlich pflügen oder vielleicht im Frühjahr hier Mais herstellen. Und von daher ist es eigentlich egal, was wir jetzt hier machen. Aber was wir jetzt hier machen, ist im Stroh reindrillen. Und zwar, folgende Problematik haben wir ja. Wie ihr hier seht, haben wir jetzt hier oben drauf so eine Strohschicht. Ja? Hier unter ist ja schöner Boden. Und jetzt klingelt das Handy. So, also die große Problematik, die wir hier haben in der Direktsaat, und das ist so ziemlich die größte bei der Aussaat überhaupt, ist halt, wenn wir hier Stroh an der Oberfläche haben, wie kriegen wir hier unter eine Saat gepackt, dass die halt vernünftig keimt. Also wir müssen hier unter die Strohoberfläche kommen. Ja, es gibt ja verschiedene Varianten. Ein Schleppschar hat die Möglichkeit, also hier einen Zinken durchzuziehen und würde das Stroh wegräumen sozusagen. Ein Scheibenschar, wie wir hier, schneidet durch und legt es hoffentlich ab. Man hat aber die Problematik des Hairpinnings, nennt sich das ja. Das heißt, wenn das Schar hier rauf drückt, drückt es ja sozusagen das Stroh mit in den Schlitz. So sieht das denn aus. Und wenn wir trockene Bedingungen haben, wird da nichts keimen. Auch nicht gut. Deswegen ist die große Frage immer der Hairpinning-Vermeidung bei den meisten Herstellern. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Novak haben, die schneidet ja hier durch sozusagen und schiebt sozusagen die Saat so ein bisschen seitlich drunter. Funktioniert sehr, sehr gut, muss man sagen, bei sehr viel Strommengen. Aber wir gucken uns mal an, wie die Horsch jetzt hier performt. Und wichtig ist jetzt, ja klar, wir können jetzt hier nachbuddeln und gucken, wie das aussieht. Wichtig ist aber auch, dass ich euch da am Ende den Feldaufgang zeige, wie das Ganze letztendlich aussieht. Wir haben hier auch die Möglichkeit, das ein bisschen unterschiedlich einzustellen. Und das können wir jetzt auch einfach mal machen. Das heißt, wir könnten jetzt zum Beispiel die vorderen Reihen mal tiefer laufen oder flacher laufen lassen und die hinteren stellen wir tiefer ein, sodass wir am Ende auch mal vielleicht einen kleinen Effekt haben und einen unterschiedlichen Feldaufgang und können dann vielleicht sehen, aha, ein bisschen tiefer ist vielleicht die bessere Variante. Dann drückt man hier einfach mal hoch. So, und wir lassen jetzt 3 frei. Und dann 1, 2, 3. Ihr seht, das geht super einfach und schnell, die Tiefe da einzustellen. Und so kann man auch zum Beispiel, wenn man jetzt vorne Leguminosen hätte, hier an den Rädern, die laufen grundsätzlich tiefer, die haben wir auch tiefer eingestellt. Also wenn man jetzt zum Beispiel Leguminosen hätte und wir würden jetzt sagen, am hinteren Saattank fahren wir jetzt, oder vorderen, ist ja egal, fahren wir jetzt Erbsen, Leguminosen, können wir so schnell das Ganze tiefer machen. Und das spricht mich schon an, wie schnell das geht. Und die Zugänglichkeit, muss man sagen, ist auch wirklich gut bei Horsch. Der ist vielleicht ein bisschen schwierig. Habe ich zu früh gelobt. Könnte man die Schare vielleicht ein bisschen runter machen, dann kommt man vielleicht auch ganz gut ran. Aber der in der Mitte ist natürlich wirklich schwierig. Und ich habe schon so lange Arme. Wie kommen wir da hin? Hier ein bisschen zwischenklettern, dann geht's. So, das heißt, wir stellen jetzt einfach mal die Tiefe ein und dann können wir das letztendlich auch auswerten, was nun besser hochkam. Müssen uns auch nicht irgendwie markieren, das buddeln wir einfach mit den Spaten auf und gucken, welches war tiefer, welches war flacher. Ansonsten sind die Bedingungen schon relativ gut, muss man sagen. Wir haben hier feuchte Bedingungen. Es kommt immer mal wieder Nieselregen. Ihr habt auch gesehen, unterm Stroh ist auch der feuchte Boden. Das ist halt auch der Vorteil. Wenn wir Strohoberfläche haben, ja, also wenn hier zum Beispiel ist der beräumt, ist auch noch feuchter Boden, würde auch hervorragend noch funktionieren. So, und dann legen wir jetzt mal los. Das war es im Prinzip mit der Tiefe einstellen. Kilos haben wir noch eingestellt von gestern.
So, Fußstütze ist hervorragend im 7R. Nehmen wir das hier an, warten wir bis Isobus hochfährt. Dann habe ich mir für das Hoch- und Runtermachen habe ich mir ein iTech-Programm gemacht. Das heißt, ich drücke die Taste, dann läuft er auf Druck runter und danach macht er Schwimmstellung. Seht ihr hier, iTech habe ich mir den hier raufgepackt. Und das war's. Ja, wir hätten jetzt hier die Möglichkeit vom GPS, wenn wir es einschalten, aber wir sind nicht innerhalb der Fläche, deswegen haben wir es glaube ich nicht. Aber wir können ja via Quickline uns das super einfach machen. Also wir klippen hier hoch, dann haben wir schon mal Gebläse. Was auch super gut ist, muss man sagen, das John Deere RTK, wir haben den SF 7000er hier drauf. Das ist so schnell da. A ist der Vorteil, John Deere lässt den Empfänger an. Wenn man Zündung ausmacht, dann bleibt der Empfänger sozusagen noch gewisse Zeit unter Strom. Das heißt, man startet, hat sofort wieder RTK. Riesenvorteil. So, wir haben Gebläse an. Ihr seht, erster Tank oder hinterster Tank 30 Kilo auf dem Hektar. Wollen wir jetzt hier drillen. Jetzt würden wir noch einschalten, dass er erlaubt zu sehen. Ja, 25 Kilogramm ist der Schardruck. Und ja, jetzt können wir im Prinzip einmal nach vorne rollen. Kann man mit hier oder kann man mit dem Joystick machen. Das tippe ich hier einmal an. Ja, jetzt geht das Ganze runter. So. Und dann drücke ich hier einmal auf Quickline. So, dann halte ich das Lenkrad gerade. Das ist meiner Meinung nach eines der besten Systeme, was John Deere überhaupt hat oder beziehungsweise im Bereich GPS. So, und jetzt habe ich das schon bereit. Schalte Autopilot ein, ich habe meine Linie. Das heißt, ich habe einmal Quickline gedrückt und genau in die Richtung, die ich jetzt fahre, fährt er dann los. So, machen wir Tempomat rein. Und dann sehen wir hier aus. Und dann gucken wir uns das letztendlich an, wie gut das nachher aussieht. Jetzt kann man natürlich gleich mal nach den Körnern ein bisschen buddeln und sich das mal angucken. Man kann jetzt aber auch, sag ich mal, im Endeffekt einfach mal auf den Feldaufgang warten. Aber wir gucken uns das gleich mal an. Ich hatte ja mit Jan das Thema letztens bei Lemken, wo man sagt, man guckt hinten raus. Und das Flügen ist irgendwie was Befriedigendes fürs Auge. Man muss sagen, das ist aber auch extrem befriedigend fürs Auge, wenn man darüber fährt und man sieht quasi nichts. Und ich finde, das sieht auch total schön aus, wenn aus dem Stoppelacker nachher so die Zwischenfrucht hochkommt. Hat auch was richtig Schönes. Allrad. So, Allrad haben wir vergessen. Stroh an der Oberfläche ist natürlich ein bisschen rutschig, ein bisschen fluffig, schlüpfrig. Und ich glaube, na gut, unten haben wir noch eine große Strommenge. Dann fahren wir jetzt hier 2 Bahnen und dann soll es das hier auch gewesen sein. Kostet natürlich auch ein bisschen Geld, so eine Zwischenfrucht. Aber nichtsdestotrotz, ich habe euch ja versprochen, damit ins Grünland zu fahren. Das sieht aktuell ein bisschen knöppelig aus. Sie sind aktuell noch beim Schnitt, beim Häckseln dabei, beziehungsweise der Betrieb fährt mit Ladewagen. Und der meint, er hat morgen früh die Fläche frei. Ich muss aber morgen früh um 9 Uhr die Maschine schon hinstellen. Also ich habe dafür 2 Tage geplant und das hat leider nicht so gut geklappt. Das heißt, ich habe gestern 3 Stunden damit 20 Hektar gedrillt oder 17,81 jetzt. Und dann stand leider die Maschine. So, jetzt geht er tatsächlich auch auf mehr Schardruck. Zeigt er hier, glaube ich, auf dem roten Bereich. Oder ja, er war jetzt im oberen Bereich vom Schardruck. Hier ist der Boden auch ein bisschen schwerer und ein bisschen härter. Und ja, leider Gottes hatte ich dann gestern eigentlich geplant, zu dem anderen Betrieb zu fahren, wo gehäckseltes Stroh ist. Da hätte ich so meine 5 Hektar gemacht. Und hätten uns das da angeguckt, aber das hat ja nun leider nicht geklappt. Die Fläche ist nicht frei und auch beim Gras ist die Fläche ja für heute leider nicht frei. Das heißt, ich drill hier meine 2, 3 Bahnen oder meine 2 Bahnen, habe drüben noch eine Runde im Vorgewende und das war's dann wiederum. Also auch wenn die Maschine jetzt hier ihre 3 Tage war, habe ich trotzdem nicht so lange was davon. Schade eigentlich, weil es macht echt Spaß, mit der Maschine zu fahren. Ja, ihr seht hier, wie er den Druck sozusagen nachregelt.
Jetzt hier, wo der Boden ein bisschen fester ist, merkt er das natürlich, weil die Entlastung wird sozusagen an der Andruckrolle gemessen. Das heißt, wenn das Schar ja nicht mehr richtig in den Boden geht, dann wird die Entlastung oder den drückt die Andruckrolle ja nicht mehr so doll auf den Boden, weil das Schar das Ganze ja nach oben drückt. Und das im Prinzip merkt die Maschine und weiß, alles klar, es kommt gleich nach oben, jetzt muss ich ein bisschen doller drücken. Und das ist im Prinzip schon ein Vorteil von diesem System. So, und dann gucken wir uns das Ganze gleich nochmal von draußen an. So, jetzt haben wir die 2 Bahnen hier gemacht. Okay. Ich habe mich gerade gewundert, was hier passiert. Aber das ist das, was der Kollege von Horsch gestern zu mir meinte. Wenn die Maschine steht, versucht das Autoforce-System die ganze Zeit das Ganze so ein bisschen anzupassen hier. Deswegen arbeitet die, wenn die steht. So, gucken wir uns das mal an. Achso, hier haben wir beräumt. Letztendlich ist hier der interessante Bereich, wie gut wir hier reingekommen sind. Und wie gut wir hier Hairpinning vermeiden. Also das, was ich gesagt habe, das sieht man hier tatsächlich. Das Stroh ist hier reingedrückt. So, wenn man jetzt sieht, wir haben hier ein Korn drauf. Ja, das sollte da nicht liegen. Und ja, man sieht, der steckt natürlich eine Menge Stroh hier rein. Und das ist natürlich etwas, was wir nicht wollen. Aber die Frage ist ja, liegt die Saat da unter oder nicht? Also er darf ja auch gerne Stroh darüber stecken oder so. Das würde ja verhindern, dass die Saat austrocknet. Aber ich glaube, die liegt nicht tief genug. Aber das müssten wir erörtern. Da oben die lag auch zu hoch. Vielleicht war das ja auch die flache Variante. Wir gucken mal hier die tiefere Variante. Also ich bin der Meinung, das liegt hier so im Stroh ein bisschen dazwischen. Aber das muss der Feldaufgang einfach entscheiden. Und dann, wenn wir es nachher ausgraben, dann sehen wir es natürlich am besten. Ja, also vielleicht sind ein paar Körner da im Stroh drin, aber vielleicht liegt das meiste dann doch unten drunter. Ich glaube, das ist die tiefere Variante hier. Und das, glaube ich, ist die flachere Variante. Da, hier hat man gesehen, die lag gut platziert. Also von daher muss man da einfach abwarten, was der Feldaufgang sagt. Ich meine, hier liegt auch schon gut satt was drauf, ne? Ja, das ist die tiefere Variante, hier ist die flachere Variante. Das liegt auch zwischendrin. Probieren wir aus, gucken wir, wie es letztendlich aussieht. Bin auf den Feldaufgang gespannt. Also, das wird wohl klappen mit dem Grünland, dass wir da morgen früh fahren können, aber wohl im richtigen Moor. Gucken wir uns das an, wie das da klappt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen früh wieder im Grünland. So, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute kurz vor 7 und ich bin heute zeitig los. Habe hier schon mal abgedreht, 10 Kilo auf dem Hektar Nachsaat. So, jetzt habe ich das Ganze hier mal ein bisschen eingestellt, habe es flacher gestellt. Jetzt bin ich wieder tiefer, jetzt bin ich bei derselben Einstellung wie bei der Zwischenfrucht und auch mit demselben Druck wie mit der Zwischenfrucht. Und habe jetzt hier mal ein bisschen gegraben und habe euch das mal beiseite gemacht. Und das sieht sehr vielversprechend aus. Ja, hier also gut, hier wo eine Pflanze ist, da schneiden wir jetzt nicht durch. Müsste vielleicht mehr Druck geben, aber wir sind auch auf Moorboden, deswegen das ist ein bisschen schwierig. Vielleicht geben wir mal noch mehr Druck. Aber wenn wir jetzt hier graben, ich habe hier ganz kurz mal das beiseite geklappt, dann ist das ungefähr einen halben Zentimeter hier unter der Erde. Vielleicht geben wir noch mehr Druck tatsächlich. Grasnarbe trägt sehr gut. Und man findet hier überall
die Saat direkt so einen halben Zentimeter unten drunter. Und das ist ja das, was wir wollen. So, wir müssen mal hier gucken. Vielleicht muss ich noch ein bisschen weniger Wind geben, aber der meckert da rum. Ich muss mal gucken, wo man die Einstellung runtersetzt, wie wenig man Wind gibt. Vielleicht machen wir auch noch ein Mühe tiefer. Aber es liegt auch hier, haben wir wieder einen Saatkorn, es liegt auch ganz dicht oben drauf. Also es darf ja nur ganz dicht unter die Erde kommen. Und wenn überhaupt, kann es ja auch oben drauf liegen. Aber so marginal unter der Erde ist natürlich perfekt. Also tiefer würde ich jetzt nicht gehen. Weil immer da haben wir wieder eins gehabt. Hier. Noch hier, wenn wir wegklappen. Also ich würde vielleicht noch Mühe mehr Druck geben. Weil überall, wenn wir jetzt ein bisschen kratzen, liegt es ganz knapp unter der Erde. Da war eben auch wieder eins. Und das ist fast begeisternd, muss ich sagen. Vorsichtig ein bisschen wegklappen. Das ist natürlich sehr kleine Saat, 10 Kilo auf dem Hektar ist auch nicht viel, was man hier finden muss. Da war es. Ungefähr 1 Zentimeter unter der Erde. So, hier, wie sieht es hier aus? Ja, ist geschnitten. Ist geschnitten. Und wir sind auch da, war wieder eins. Also, das liegt hervorragend, muss ich sagen. Teilweise besser, als ich gedacht habe. Und dann mache ich mal die Fläche fertig und dann hoffen wir mal, dass wir auch hier das Ergebnis sehen. Also wir haben hier Moorgrünland. Ist schon ziemlich schwierig, weil der Boden ist natürlich ja, sehr, sehr weich. Ist wie so eine Welle. So, wenn wir jetzt hier reingehen. Achso, genau, können wir da durchschalten. Da. Und bei den 25 geben wir jetzt mal 32 ein. Haben wir 32 drin, dann können wir, wenn wir hier durchschalten, können wir auch ein bisschen variieren. So. Bin jetzt hier bei 9 km/h, dann hat die Maschine auch schön Zeit, sich anzupassen. So, wir mal gucken. Das arbeitet auch sehr gut. Aber es ist natürlich, er merkt ja selber, dass er sehr wenig Druck hier braucht. Und auch die Druckanpassung arbeitet sehr vorsichtig. Also ich bin gespannt. Hier ist die Grasnarbe ein bisschen dicker. Wenn wir hier, sagen wir mal, in 10 Tagen herkommen und gucken uns das Ganze an, wie das hier läuft. Also deswegen, wir haben uns auch hier das Moorgrünland ausgesucht. Weil hier ist die Nachsaat wirklich schwer. Ähnlich wie ihr das bei mir in den Wiesen kennt, ist es so, dass wir ja diesen weichen Boden haben, der sehr schwarz ist. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel striegeln, dann haben wir an der Oberfläche ja, so ganz weichen, feinen Boden. Und wenn es dann danach nicht regnet, dann trocknen die Pflanzen an der Oberfläche einfach aus. Deswegen ist tatsächlich unter der Erde so ein bisschen Schlitzen sehr interessant. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel, also der Kollege hier hatte schon mal, der Betrieb hatte schon mal eine Fredo, diese Nachsaatschlitze. Und er sagt zum Beispiel, wenn der Boden ein bisschen weicher ist oder du hast Fläche, wo nur schwarzer Boden ist, dann schiebt das Ganze auf. Also das funktioniert nicht. Herkömmliche Drillmaschine schneidet nicht genug, legt nicht genug nach, also legt nicht genug dazwischen. Und deswegen macht er das immer im Striegel im Frühjahr. Aber man hat da wirklich sehr zögerliche Effekte. Deswegen ist es auch umso interessanter, wenn das hier funktioniert, habe ich eventuell eine zusätzliche Auslastung für die Maschine, was natürlich interessant ist, weil nicht wenig Geld, die das Gerät hier kostet. Aber ich mache gleich nochmal eine Drohnenaufnahme für euch. Ihr merkt selber, das ist ja auch so ein Wanken und so ein Schwanken. Und wenn wir aber nach hinten gucken, dann können die richtig schön arbeiten. Ja? Da fällt das gerade ein bisschen ab, da gehen die Schare ein bisschen tiefer rein. So, müssen wir nochmal versuchen, neu aufzunehmen. Wir haben ab einer bestimmten Zeit keinen Ton mehr gehabt. Also was man auch wirklich schön sieht, ist, dass die hier unterschiedlich schön arbeiten. Ich bin jetzt bei 9 km/h, damit die auch wirklich sich richtig gut anpassen kann. Und man sieht das auch natürlich. Ich denke mal, wo Grasrosen sind, richtig stabile, da hüpft das natürlich. Wenn wir jetzt natürlich noch höher im Druck gehen, werden wir die vielleicht durchschneiden. Aber vielleicht wollen wir es ja auch gar nicht. Müsste man ein bisschen austesten, was natürlich gute Effekte bringt. Und wir haben natürlich da, dann, wo ein bisschen weniger guter Boden ist,
beziehungsweise wo wenig gute Narbe ist, werden wir natürlich auch irgendwann Boden aufschieben, weil irgendwann der Druck zu hoch ist. Ne? Das Autoforce versucht ja trotzdem die 32 Kilo da einzuhalten und dann schiebt er einfach ein bisschen auf. Aber ansonsten passt sich das Ganze sehr gut an. Und ja, das, was ich eben beim Nachsuchen gefunden habe, war super krass vielversprechend. Also ich habe das ja schon mit Drillmaschinen gemacht. Und gerade wenn das so wie hier ist, so eine gemischte Narbe, ja, man hat dazwischen so viel Stück freie Erde, kriegt man das meistens mit der Drillmaschine nicht gut hin, weil man hat nicht diesen Druck und die Federn so ein bisschen, dann ist das Ganze hier so ein bisschen wellig, uneben, ihr merkt das selber, wir sind im Moorboden, wir wanken und schwanken ja hier immer mal wieder ein bisschen. Und da hast du einfach nicht diese einzelne Anpassung, dass das richtig gut funktioniert. Also ich bin gespannt, wenn wir hier in ein paar Tagen herkommen, wie gut wir das Ganze hier nachgucken können. So hier, wenn wir zum Beispiel auch am Vorgewende sind, kann ich mir vorstellen, dann würde man mit dem Druck ein bisschen höher oder runtergehen. Wäre noch geil, wenn man hier einfach das, was man hier hat, ja, wenn man hier rauf tippt, dieses Durchschalten, das wäre cool, wenn man das auf der Hauptseite hätte. Wenn man da noch mal ein bisschen hin und her switchen würde. Weil da wo dieses Rein- und Rausfahren ist, hier stellt man vielleicht doch ein bisschen mehr ein. So, wir gucken mal hier. Wenn wir das jetzt hier runter machen, das Gerät, wo jetzt hier die Spur ist. Ja, man sieht marginal so ein bisschen den Boden davor fließen. Aber sieht gut aus. Ich glaube, wenn man ein bisschen langsamer da in diesen Zonen fährt, dann setzt sich das ganze Gerät auch noch vernünftig. Also, ich wusste nicht, was hier passiert, aber von dem Ergebnis bin ich bis jetzt sehr begeistert. Also wie gesagt, das, was ich war zweimal jetzt nachsuchen und das, was ich da gesehen habe, war wirklich sehr, sehr vielversprechend. Man muss ja auch verstehen, die Nachsaat kostet ja inzwischen zwischen 4 und 6 Euro das Kilo, je nachdem, was man nimmt. Hier ist Premium-Ware jetzt drin. Ich weiß jetzt nicht genau, aber ich vermute um die 4 Euro pro Kilo. Das heißt, wenn wir jetzt hier 10 Kilo einarbeiten mit irgendwo einem Effekt von 70% vielleicht, ja, dann haben wir 7 Kilo auf dem Hektar effektiv genutzt. Das wäre schon mal sehr, sehr geil, weil ich denke, wenn wir einen Striegel nutzen, sind wir hier bei 40%, 30-40%. Und dann ist das nochmal ein erheblicher Unterschied. So könnte man sozusagen auch ein bisschen die Saat reduzieren, Kosten sparen, um das wieder zu rechtfertigen. Dieser Arbeitsgang. Das ist ein Betrieb auf jeden Fall, der regelmäßig Nachsaat macht. Also ihr seht das selber. Das sind ja keine schlechten Wiesen, die sehen ja hervorragend aus. Gut. Soweit, so gut. Bis später. Na, bis später nicht. Das ist ja das Ende vom Video. Ich mache jetzt Drohnenaufnahmen für euch. Und dann vielen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und vielen, vielen Dank, dass Horsch mir diese Maschine zur Verfügung gestellt hat. Da habt ihr ja immer wieder in den Kommentaren nach einer Horsch Avatar gefragt. Ich bin selber sehr angetan von der Maschine, muss ich ehrlich sagen. Wir warten mal die Feldaufgänge nach. Und dann kommt am Ende noch ein Fazitvideo und dann sehen wir weiter. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis dann.